Wir bringen Licht ins Dunkel, zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, wir bringen Licht ins Dunkel. Zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, mit Tech und mit Fun. Wir sind ready, der Podcast beginnt, fangt an. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, hängt davon ab, wann ihr den Podcast hört. Wir sind wieder zurück, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Engel und Bengel Podcast. Ich bin Engel. Ich bin Bengel. Und ja. Gemeinsam sind wir Engel und Bengel. Das müssen wir definitiv verbessern. Egal, genau, heute wird sich bei uns alles drehen um die US-Wahl, vor allem um den Sieg Trumps und Exakt. dann natürlich auch gehen wir auf die Auswirkungen in der Wirtschaft ein und natürlich auch auf die Technik-News. Vor allem, wie schaut es jetzt aus mit Tesla? Was macht Elon Musk jetzt? Und genau, das Ganze werden wir wieder, wie schon gewohnt, kritisch angehen, diskutieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Genau. Ja, genau. Also, wo fangen wir an? Ich würde sagen, ich glaube, alle mitbekommen haben, hat bei der jetzigen US-amerikanischen Präsidentschaftswahl Donald Trump sehr eindeutig die Wahl gewonnen. Ja. Also recht überraschend. eigentlich schon, ja. denn man hat ja den beiden vorhergesagt, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schlussendlich war es in den Swing States ein reines Trump-Game. Also hat rein Trump gewonnen, wo eigentlich viele gedacht haben, es werden eher Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ja, Genau, es sind 312 zu 226, das ist eigentlich schon faszinierend. Das Wie ist sehr eindeutig, ja. finde ich, das war. Vor allem mit den Swing States. Dass Genau. dass Kamala Harris keine einzige gewonnen hat. Genau, das war echt überraschend, weil man ist ja davon ausgegangen, dass das doch ein sehr knappes Rennen zwischen den beiden wird und naja, wir haben nicht ganz das bekommen, aber Nicht ganz, ist Nicht gut ganz, gesagt. ja. Man muss ja eigentlich auch sagen, ich glaube, der Moment, wo allen bewusst wurde, dass für Kamala Harris das Rennen gelaufen ist, der Moment war, als ihr Wahlkampfmanager in Washington, glaube ich, war es, auf die Bühne getreten ist und gesagt hat, die Leute können heimgehen, es wird heute kein Statement von Kamala Harris mehr geben, sondern erst am nächsten Tag. Also das war schon ein Moment, wo, glaube ich, viele zum Schlucken begonnen haben, vor allem die auf einen Sieg von Kamala Harris gehofft hatten. genau. Ja, wo man es auch spätestens dann gemerkt hat, war dann beim Aktienmarkt. Ja, definitiv. Also für alle, die das etwas nur mitbekommen haben, ich will nicht nur sagen, nicht nur der Aktienmarkt, sondern eher auch der Bitcoin. Ja, Weil der Kryptomarkt. Die Krypto ja. Definitiv, vor allem mit Bitcoin, die Hoffnung der ganzen Fanbase ist jetzt ja schon eher zu verharmlost, eher der Bitcoin-Community, wenn man ganz sagen kann. Denn der Bitcoin hat ja jetzt seit Corona eine relativ lange Seitwärtsphase gehabt, wo er sich seitwärts bewegt hat. Und von dem her, glaube ich, sind die Hoffnungen der Bitcoin-Community sehr groß, dass Bitcoin noch wächst. Denn ich glaube, der aktuelle Stand ist heute ist der 13. November, wir nehmen das Ganze um 20.45 Uhr auf. Der aktuelle Stand ist circa bei 86.000 US-Dollar und das ist seit Trumps Sieg circa 50% gestiegen und das ist ordentlich. Extrem. Ja. Man muss ja auch sagen, dass die Bitcoin-Community meint, dass der Bitcoin wahrscheinlich heuer noch, spätestens nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, die 100.000 Euro knacken wird. Da gehe ich auf jeden Fall mit, also das glaube ich auch, ja. Persönlich schätze ich das 150.000, aber nicht weiter. Denn viele meinen, dass der Bitcoin ja über die 500.000 in die nächsten 10 Jahren geht. Denn die Hoffnung ist ja, dass Trump den Bitcoin oder die US-amerikanischen Reserven auch in Bitcoin anlegen wird. Und das halt sind große Hoffnungen. Es wird nur spannend auf der anderen Seite, was wir hier in Europa treiben, denn was passiert mit uns? Wir sind abhängig von Amerika, wir sind abhängig von Asien, vor allem China. Die zwei großen Player. Trump will ja doch seine Strafzölle auf alles Mögliche werfen. Das wird noch, glaube ich, für uns Europäer
schwer, denn wir haben den Sprung zur Selbstständigkeit mit Corona wieder mal nicht geschafft. Ich glaube, der Zug ist auch generell abgefahren, nur wenn Trump mit seinen Strafzöllen für alles im eigenen Land produzieren will und dann Strafzölle auf alles schmeißen will, was nicht aus Amerika kommt, kann das teilweise, glaube ich, sehr problematisch werden. Vor allem, wenn einen großen Handelskrieg lostritt. Denn wir als Europa stehen mittendrin, kommt mir vor. Genau, also man kann ja bei uns wirklich an der Hand abzählen, wie viele Produkte denn wirklich rein in Europa hergestellt werden. Und das sind wirklich, ja, die kann man wie gesagt wirklich an der Hand abzählen. Sei es ein Technikprodukt oder ein Auto, etc. Es gibt kaum Produkte, die wirklich 100% in Europa hergestellt werden. Und das hat natürlich mehrere Gründe, vor allem die ganzen hohen Kosten, sei es bei den Mitarbeitern, die ganzen Steuern, etc. Und da sind wir einfach extrem abhängig. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie geht es weiter? Wollen wir die ganze Zeit über Steuern zahlen, Strafzölle, oder lässt sich die EU da vielleicht das einfallen? Nein, ich glaube, Strafzölle sind das eine, nur das ist eher eine momentane Lösung, denn außer dass die eigene Bevölkerung bestraft wird, dass so wenig im eigenen Land produziert wird und vielleicht ein paar Unternehmen wegen der Strafzölle ihre Produktion umlegen, doch auf lange Sicht werden die Strafzölle irgendwann wieder gelöst. Denn auf was will man noch Strafzölle setzen, wenn die alle Sachen in Amerika selbst hergestellt werden? Es ist schwer, denn zum Beispiel Biden hat ja die Strafzölle auf Elektroautos doch schon auf, glaube ich, 100% bei gewissen gelegt. Man muss ja auch sagen, aber hierbei hat Trump jetzt dann wohl ein großes Problem, denn sein Verbündeter im Wahlkampf, Elon Musk, und sein zukünftiger, beziehungsweise welchen Namen wird sein zukünftiges Amt haben? Hast du das im Kopf gerade? Also er nennt es Department of Government Efficiency. Musk soll ja ab kommenden Jahr dann das Ziel verfolgen, die Kosteneffizienz in der ganzen Regierung zu steigern. Oder Kosten einzusparen, genau, vor allem. Einzusparen und das Ganze echt rasch. Also scheinbar soll es bis Ende 2025 schon umgesetzt werden und dann 2026 abgeschlossen werden. Und das ist sind natürlich sehr ambitionierte Pläne. Vor allem kommt mir vor, hier in Europa beschweren wir uns oft, zum Beispiel aus der Lufthansa-Konzern, wie er jetzt die ehemalige Alitalia oder ITA jetzt gekauft hat oder eingestiegen ist, wegen Monopol oder staatliche Aufträge. Und was ist in Amerika? SpaceX, Elon Musks SpaceX-Unternehmen hat einen Regierungsauftrag. Elon Musk ist mehr oder weniger in Zukunft in der Regierung, und das kann problematisch werden. Vor allem, wenn man sich es auch anschaut, dass eigentlich Elon Musk Tesla in China gewisse Autos produziert, oder vor allem Akkus aus China bezieht, und sie auf diese Fahrzeuge Strafzölle zahlen müssen, obwohl sie ein amerikanisches Unternehmen sind, nur einfach nicht in Amerika teilweise mit der Produktion nachkommen oder auch einfach nicht die Einfachheit oder die Sparsamkeit haben, um Kosten zu drücken. Obwohl man sagen muss, Tesla ist faszinierend, wie sie die Kosten drücken können. Immer der Elektromarkt schwächelt, aber Tesla schafft es, die Kosten zu drücken, und die Modelle werden billiger. Also, das ist einfach faszinierend, was Elon Musk geschafft hat. Und wie es heute bereits in einem Podcast, den ich gehört habe, gesagt wurde, wenn Elon Musk eines Tages SpaceX an die Börse bringt, wird er der Mensch sein, der also in amerikanischen Dollar der erste Trillionär sein wird, wie es da drüben so schön heißt. Denn SpaceX ist das Raumfahrtsunternehmen der Zukunft. Die NASA gibt es gefühlt nicht mehr, sie ist so kleiner geworden. SpaceX schafft es, die Raketen wieder zu verwenden, aber ich glaube, darauf wirst du jetzt nie eingehen, oder? Die NASA ist mittlerweile einfach, ich sag mal, aus Sicht eines Unbeteiligten einfach nur mal eine Touristenaktion geworden. Touristenattraktion, also die NASA kennt man. Die Amerikaner. Die NASA kennt man, und da kennt man auch das Logo. Und ich bin auch sicher, wenn man 100 Leuten das NASA-Logo und das SpaceX-Logo
zeigt, kann man auch viel mehr Sachen über die NASA erzählen noch. Und ich glaube, Ja, aber da wird sich ist einfach... es eher nicht faszinierend, was Elon Musk in so kurzer Zeit mit SpaceX geschaffen hat? Denn wir schauen uns auf der einen Seite die ESA an mit ihren Raketen, die sie jedes Jahr, wenn überhaupt, eine in den Himmel bekommt. Und dann auf der anderen Seite Elon Musk, der was gefühlt im Akkord Raketen ins All schickt oder beziehungsweise Raketen testet, die sie wieder einfangen kann alleine, wie bereits in der letzten Folge angesprochen, glaube ich, oder? Ja, genau, Was? Ja. Da kommen wir Europäer einfach nicht mehr nach und da kommen auch, glaube ich, nicht die Chinesen damit nach, weil Elon Musk ist ein Treiber, der überdenkt Sachen, das ist faszinierend. Ja, also, Ich finde, Europa bräuchte einen europäischen Elon Musk, der was Europa von Grund auf Energie gibt, Projekte umsetzt. Jedoch der europäische Bürokratie-Dschungel ist, glaube ich, hier für uns Europäer ein großes Problem. ja, vor allem, man bräuchte mal wen in Europa, der sich das traut, das Ganze wirklich macht, weil, seien wir uns ehrlich, wenn wir in Europa einen guten Wissenschaftler haben oder einen guten Ingenieur haben und der will, wenn er das noch wirklich zu was bringen will, dann ist er früher oder später, landet er irgendwann dann in Amerika. Definitiv. Und es ist auch verständlich, weil wenn ich jetzt in der Weltraumbranche wäre und ich bin gut und SpaceX wird auf mich aufmerksam, dann werde ich nicht mein eigenes Ding durchziehen, sondern SpaceX helfen und damit in einem größten wachsenden Raumfahrtunternehmen der Welt beisteuern. Kann Ja, man definitiv mehr erreichen. Nein, du musst ja auch sagen, dass einfach rein von den Ressourcen her, denn die EASA hat nicht die Ressourcen, die die NASA hat oder vor allem SpaceX mit Elon Musk als größten Geldgeber. Das kann die EASA auch nicht schaffen. Obwohl das Weltraumthema kommt mir vor, wie in naher Zukunft, glaube ich, ein sehr spannendes. Denn, sind wir uns ehrlich, mit Trump jetzt in der Regierung als Präsident von Amerika und dann wieder der US-amerikanische Präsident, so gesagt, und Elon Musk als sein Berater, als sein Mitarbeiter in seinem Team, glaube ich, kann das schon einige Erleichterungen für die Weltraumbranche bringen. Vor allem Bürokratie, der Wegfall von Bürokratie oder auch die Vereinfachung gewisser Prozesse, um Zulassungen oder um Tests durchzuführen. Denn, sind wir uns ehrlich, kein Unternehmen hat es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Satelliten ins All zu bringen und vor allem flächendeckend in den entlegensten Gebieten der Welt Internet anzubieten, mit Hardware, die immer kleiner wird, immer besser wird, zwar einen teilweise hohen Preis hat, nur wenn ich am Ende der Welt wohne, gefühlt im tiefsten Urwald und trotzdem Internet haben kann und das nicht mal langsames Internet, teilweise besser als es wir in Europa haben, dann macht dieser Mensch einiges richtig. Und vor allem, wenn er dann wieder in Krisensituationen gewisse Starlink-Schüsseln spendet. Das ist ja auch ein Ding, wo er sich seine Popularität wieder, den Hauch von human bekommt. Ein Elon Musk, sind wir uns ehrlich, sind das Peanuts. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kommen wir in Europa auch in nächster Zeit nicht dran. Und ja, ich glaube, da muss man einfach mitgehen und man hat es ja auch in letzter Zeit bei uns gesehen. Also zumindest hat man es bei uns in Österreich gesehen, da ging ja mal so eine Welle an Starlink-Satelliten, konnte man am Himmel entdecken. Das sah auch ziemlich gut aus. Ich glaube, da können wir mal ein Bild einblenden. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass diese Starlink-Schüsse, also diese Linie an Starlink-Satelliten am Himmel, ja eigentlich nur die Satelliten in der ersten Phase ihrer Reise sind. Denn das sind die ausgesetzten Satelliten, die noch etwas im Erdumlauf sich bewegen, bis sie am endgültigen Platz sind. Ich glaube, hier können wir einiges im Hintergrund einblenden, wenn wir es schaffen, wenn wir Quellen finden. Übrigens, für alles, weil wir Quellen finden, werden wir euch in den Shownotes oder in den Video-Beschreibungen etwas verlinken. Genau. Was mir gerade noch in die Augen gekommen ist, das Department of Government Efficiency leitet sich ja ab mit Doge. Und das ist laut ORF, ich erwähne es mal, auch scheinbar eine Anspielung auf den Dogecoin.
was auch richtig lustig ist eigentlich, wenn man es mal so Obwohl, sieht. Wie sieht denn der Dogecoin eigentlich momentan aus? Da schaue ich jetzt mal schnell nach. Dabei schneide ich gleich mal das Thema an mit hätte schon. Pete Hegseth als Verteidigungsminister. Ja, Dafür, was sagst du da dazu? also, kurz noch, bevor wir mit dem Thema anfangen, nur kurz noch zur Dogecoin. Also, Dogecoin ist natürlich auf einem Einjahreshoch mit aktuell 37 Cent pro Dogecoin. Wenn man sich auf die 5-Jahres-Bilanz ansieht, war es natürlich 2021 bei 42 Cent. Ich muss ja sagen, ich fühle mich ja fast geehrt, denn ich habe ja einen ehemaligen Dogecoin-Besitzer neben mir sitzen, der erst damals, wie viele Dogecoin gekauft hat? Meine Damen und Herren, ein kleiner Hinweis. Unsere Kamera hat beschlossen, uns zu verlassen. Ob es Erschöpfung oder ein Akt der künstlerischen Freiheit ist, bleibt unklar. Doch keine Sorge, die Show geht weiter. Sie finden uns auf Spotify, Audible und allen anderen Plattformen, wo Sie die restliche Folge in voller Pracht genießen können. Jetzt also bitte App öffnen, Kopfhörer auf und weitermachen. Wir zählen auf Sie. Mit freundlichen Grüßen, Grafi, Reinbacher und Knöpsi. Wir bringen Licht ins Dunkel. 2 Stimmen Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel mit Tech